Eisenbahn. 9 to 5. Bedrucktes Papier. Frühe Vogel. Schulsport. Festival. Comedy. Star Wars. Essen, Kochen. Microsoft. Skoda. Mein Name ist Andreas Fischer, ich bin 53 Jahre alt und leite hier in der Kindernothilfe die IT-Abteilung, die auch gleichzeitig für organisatorische Prozesse verantwortlich ist. Hauptkriterium für Enayo war, dass es für uns flexibel einsetzbar war, dass es eine wesentlich höhere Integration in Microsoft Office-Umwelt hatte, dass die Mitarbeiter selber auch stärker beeinflussen konnten, wie abgelegt wird, wie gesucht wird, wie sie sich das einrichten können. Und wir wollten vor allen Dingen, dass wir zwar einerseits archivieren können, aber andererseits auch ein lebendes Dokumentmanagementsystem haben, weil wir einfach eine ganze Reihe an lebenden Dokumenten haben und die wollten wir besser verwalten können. Weil wir ein System für die unterschiedlichsten Anforderungen hier im Haus brauchten, bedeutet es, dass wir unterschiedliche Prozesse abbilden müssen, dass wir unterschiedliche Akten brauchen, dass wir aber auch eine Ablage brauchen für Dokumente, von denen wir nicht wissen, wie danach später gesucht wird. Das können Wissensthemen sein, wo man einfach Informationen ablegen kann und man findet sie trotzdem hinterher wieder. Enayo setzen wir für die unterschiedlichsten Bereiche hier im Haus ein. Ob das der Personalbereich ist, der Inlandsbereich, der Auslandsbereich, das Marketing und auch natürlich der Verwaltungsbereich. Und jeder dieser Bereich pflegt eine eigene Kultur, hat eigene Prozesse, hat eigene Strukturen. Und es war uns möglich, in Enayo diese Akten und Dokumente, die da ankommen, je nach Bereich spezifisch abzulegen. Und das ist natürlich eine große Hilfe für die Mitarbeiter, dann ihr Wissen, ihre Dokumente auch wiederzufinden. Die Frage nach dem Wissensmanagement muss man konkret stellen. Für uns bedeutet es einerseits, dass wir Wissen über Prozesse und ihre Abläufe und die darin anfallenden Informationen sammeln, aber gleichzeitig auch ein Think Tank, einen Bereich haben, wo wir Wissen sammeln können, Fachartikel und andere Sachen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie für uns später mal wirklich von relevant sind. Ich kann da nur Mut machen, die Frage nach Wissensmanagement da bohrend hinterher zu sein, was das denn eigentlich bedeutet für die einzelnen Abteilungen. Kommen erstaunliche Dinge zustande, wenn man sich darauf einlässt, aber die Mitarbeiter sagen schon konkret, wo ihnen der Schuh drückt. Und das finde ich spannend, herausfordernd. Manchmal ist man erstaunt, aber wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt, ist es für das Unternehmen einfach ein wirklicher Produktivitätsgewinn. Wenn man Freiheiten hat, muss man die auch für sich in Anspruch nehmen und gewinnen. Das bleibt ohne Mühe nicht aus, aber es ist immer noch eine Mühe, die einmal am Anfang da war und jetzt nicht mehr.